Ja, eine neue kleine Ausgabe von Automobil Depression. Wir sind hier in unserer lieblingsdeprimierten, fürchterlich frustrierenden Tiefgarage, wo es hier immer noch ein bisschen nass ist, aber es ist ein bisschen besser geworden. Als wir den Peugeot gemacht haben, war es ja hier wirklich klitschnass. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Der Grund, warum wir hier sind, weil viele gefragt haben, was ist denn hier eigentlich mit dieser DS? Will ich euch was zu dieser DS erzählen? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Gott, der ist überhaupt nicht. Bewegt sich gar nicht der Kontakt. Der Kontakt ist. Der Verteiler ist überhaupt nicht angeschlossen. Ein Trauerspiel, wirklich. Ein Trauerspiel. Das ist ein relativ seltener DS. Und zwar ist das eine DS 21 von 1967. Also hat schon hat noch die alte Front, also nicht die mit den Doppelscheinwerfern, aber hat schon diese Fünflochfelgen und nicht wie vor 65 noch diese Felgen mit den Zentrallöchern. Und in Deutschland hätte sie LAM gehabt. In den USA, das ist nämlich ein USA-Modell, das erkennt ihr ganz schnell an diesen Blinkern. Also in den USA wurde die DS relativ früh, ich glaube ab 59 schon verkauft, war nie ein riesen Verkaufsschlager, weil die US-Amerikaner kriegten fürs gleiche Geld halt irgendwie ein Riesenauto mit elektrischen Fensterhebern, elektrisch verstellbaren Sitzen und teilweise sogar schon Klimaanlage in den 50er Jahren und natürlich Automatik. Das konnte die DS nicht. Also nicht mal für Geld und gute Worte konnte sie das. Sie konnte maximal ein Halbautomatikgetriebe, was dieses Auto hat und mit dem das Auto ja auch vorgestellt wurde. Und also ihr erkennt dieses US-Modell an diesen seltenen Blinkern. Das war mal eine Zeit lang ein ganz gesuchtes Accessoire, auch für europäische DS. Also die wurde hier quasi mit dem riesen Alusockel und hier, also ja, wie die Briten das auch hatten, jetzt geht uns das Licht hier aus. Es muss hier irgendwo einen Bewegungsmelder geben. Schwuppdiwupp. Da ist es wieder. Also es gab hier auch für die englischen Fahrzeuge, das ist so ein Blinker. Grund war, dass man den Blinker halt auch von der Seite sah. Also in den USA war vorgeschrieben, dass die Blinkleuchten immer so quasi mitleuchteten. Also das musste man hier machen und dann hatten die natürlich von Hause aus diese Sealed Beams, also jedes amerikanische Auto, ganz egal aus welchem Land es kam, auch wenn es aus Europa exportiert wurde, musste diese Sealed Beams haben. Das sind so Scheinwerfer, wo die Birne quasi integriert ist, ja? Also wo man nicht die Birne wechselt, sondern man haut gleich den ganzen Scheinwerfer raus. USA-Verschwendung pur. So, das gleiche ist hier am Heck. Da seht ihr, dass hier die großen Blinker, diese Trompeten, da ist Robert wieder, diese Trompeten sozusagen nicht die integrierte Blinker hatten, sondern auch ausstehenden, weil die auch leuchten mussten und von der Seite erkennbar sind. Und anders sind auch diese Rückleuchten. Das ist auch US-amerikanisch. Das waren auch immer zwei große Runde, weil man die schnell wechseln konnte. Und die mussten halt auch anders sein. Blinklicht in den USA in den 50er Jahren war natürlich rot und nicht gelb. Also war das hier rot. So, und dann musste sie eigentlich auch ein anderes Kennzeichenblech hier hinten haben. Also die ist mal in Frankreich gelaufen, aber normalerweise gab es dann hier auch so ein US-amerikanisches Blech, was hier so vorgeschraubt wurde, um dieses amerikanische Kennzeichen dran zu kriegen. Also das ist mal weggekommen, aber hier sind noch so Löcher, ich weiß nicht, ob das da was mit zu tun hatte. Also dieses Auto scheint tatsächlich eine Bewegungsmelder, tatsächlich eine amerikanische Version zu sein. Und sie müsste LAS haben. Weil das wurde bis 69, glaube ich, in den USA noch vertrieben, weil Citroën die Freigabe für das LAM-System nicht bekommen hat in den USA. Also die USA hat gesagt, nee, das ist, wissen wir nicht, ihr bremst mit dieser Flüssigkeit und da müsst ihr Bremsflüssigkeit drin haben. Und die LAS war so was Ähnliches wie Bremsflüssigkeit. Also haben die Amis gesagt, naja, dann behaltet das alte Zeug drin, also das neue Zeug gibt es in den USA nicht. Also wurde die DS in den USA, die Exportmodelle wurden quasi bis 69 mit LAS gefahren. Jetzt ist es aber bei diesem Auto so, dass hier eindeutig eine LAM drin ist. Also sieht man natürlich an dem grünen Behälter. Also die mineralische Flüssigkeit, Liquid Hydraulic Mineralik hieß das, LHM oder LHM.
So, hier ist ein Halbautomat, eine DS21, eigentlich der schönste Motor. Ob das jetzt schon mal in Deutschland umgerüstet wurde oder in Frankreich oder ob das gar kein US-amerikanisches Modell ist, sondern nur amerikanisiert wurde, das musste man an der Fahrgestellnummer rausgucken. Also da werde ich mal versuchen, die werde ich gleich mal fotografieren und werde dann mal in die Literatur gehen und gucken, ob das tatsächlich ob man das herausfindet, ob das Ding damals in den USA ausgeliefert wurde oder ob es doch eine europäische ist, die amerikanisiert wurde. Also im Prinzip stimmt alles, bis auf das LAM. So, hier im Interieur ist halt ordentlich rumgewurschtelt worden. Hier hat man versucht irgendwie, ich weiß nicht, gibt es keine Erklärung für, das Auto zu schlachten oder zu verschlimmbessern. Also das ist alles nicht mehr original. Die Ledersätze sind mal nachgemacht worden, der Teppich ist nicht original. Hier gibt es ein paar Pallas-Elemente, die hier nicht reingehören, weil es keine Pallas war. Also das hier zum Beispiel, dieser Knopf für die Handbremse, um den zurückzuholen, ist vom Pallas. Diese Blende hier ist vom Pallas, mit dem beigen, also eigentlich wunderschön, über Leder bezogen. Das war natürlich auch nicht schwarz, sondern das war immer so geriffelt grau. Aber egal, das Auto hat, wie ich finde, sehr viel Flair. Und es steht jetzt hier seit 15 Jahren einsam und verlassen. Hier haben schon Laura und Donna und wie sie alle hießen, drin rumgespielt und blöde Sachen auf das Auto gekritzelt. Ja, es wird Zeit, es hier rauszuholen. Und ich bin auch so am Schwanken, ob ich mir das antue. Aber mir kommen ehrlich gesagt die Tränen als der größte DS-Fan unter der Sonne. Ich bin eigentlich sehr, sehr traurig darüber, dass dieses Auto hier so vergammelt und in einem solchen Zustand hier steht. Und da es wirklich ein tolles Auto ist, also DS21 als Halbautomat, Baujahr 67, eigentlich das schönste Exemplar, was es gibt. Ob nun amerikanisch oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist im Prinzip, man muss es retten. Was ich jetzt machen würde, also Motor läuft natürlich nicht. Man müsste jetzt erstmal den Motor zum Laufen kriegen. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Riesenproblem. Die Zündung vernünftig einstellen. Zur Not kann man die Benzinpumpe überbrücken mit so einem Kanister vorne drin und dann holt man sich den Sprit von vorne, anstatt aus dem Tank, der sicherlich auch nach 15 Jahren schon verdreckt sein kann, aber nicht unbedingt muss. Und dann bin ich mir sicher, dass der Motor läuft und dass man sie auch irgendwie hochkriegt. Und dass man sie dann vielleicht zumindest, ich weiß nicht, ob auf eigener Kraft, aber zumindest hier rausziehen kann. Und sie dann ans Tageslicht befördern kann und einfach mal peu à peu wieder aufbauen kann. Wie das jetzt mit dem Rost aussieht, das weiß ich alles nicht. Also man sieht an diesem Auto, der Himmel ist relativ neu, das ist mal gemacht worden. Sie soll auch, glaube ich, schon eine deutsche Zulassung haben, was das natürlich alles wahnsinnig erleichtert. Das heißt, man müsste sie jetzt halt einfach so weit fertig machen, dass sie wieder ein H-Kennzeichen kriegt und einen TÜV. Und so auf den ersten Blick, schon erschwerte Bedingungen hier. So auf den ersten Blick muss ich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall. Und einfach um dieses Auto wieder zu retten. Das ist eigentlich eines der schönsten Exemplare, die es von der DS gibt. Also DS21 Halbautomat. Und teilweise noch tatsächlich in ganz gutem Zustand. Der Farbton soll wohl schwarz sein. Genau. Also wir werden sehen. Wenn wir so hier rausziehen, werden wir das natürlich mit der Kamera begleiten und das wird ein langfristiges Projekt. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen und wir werden es dann begleiten. Also ich hätte da große Lust zu, wir werden gucken. Ich muss mit dem Besitzer mal sprechen, wie das weitergeht. Aber dieses Auto steht jetzt hier einfach viel, viel zu lange. So, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Ich finde, die depressive Stimmung ist hier wirklich ja, hautnah zu spüren und wir bleiben am Ball. Wir werden euch weiter über dieses Auto berichten. Es muss gerettet werden. Und noch eine kleine Vorfreude. Wir werden natürlich auch noch mal irgendwann diesen verlassenen Renault 16 besprechen, weil es eigentlich auch so eine Koryphäe der Automobilhistorie. Renault 16 war schon ein sehr spezielles Auto und hatte unglaublich viele Vorzüge. Auch ein tolles Auto.
Mal gucken, ob wir den hier auch noch rauskriegen, ob der noch fährt. Auch ein wirklich spannendes Auto, über den werden wir auch noch mal was machen. Also bis dahin, bleibt uns gewogen, abonniert uns, kommentiert uns positiv. Wenn ihr was zu meckern habt, macht es natürlich auch, aber positiv finden wir immer schöner. Und wir werden ja, hier in dieser Tiefgarage wahrscheinlich noch mal ein paar Mal sein und uns hier so ein bisschen runterziehen lassen. Also bis dahin, tschüss. Naja, da müsste man bis zum geht nicht mehr machen. Aber gut, würde man schon hinkriegen.